Ich bin von Katzenstein und in diesem Video spreche ich mal über Mode aus der Geschichte. Das heutige Thema ist die Hose im Spätmittelalter. Die Hose im Spätmittelalter ist ein modisches Accessoire, was nach den Bildquellen nur von Männern getragen wird. Vor allem in der spätmodischen Mode um 1470 ist die Hose ein sehr wichtiges Kleidungsstück und prägend für diese Zeit. Doch bevor wir uns mit der spätmittelalterlichen Hose beschäftigen können, müssen wir erstmal ihre Entstehungsgeschichte begreifen. Und diese beginnt im Hochmittelalter. Zu dieser Zeit, also ungefähr im 11. bis 14. Jahrhundert, waren die Schnitte der Kleider relativ simpel gehalten. Tuniken und Hemden besaßen sehr gerade Schnitte und wurden meist mit Gürteln um die Taille geschnürt, um sie am Körper zu behalten. Als Beinkleider trug man damals eine Bruche, also die weite Unterhose des Hochmittelalters, und die sogenannten Beinlinge. Das waren im Prinzip lange Wollsocken, die man über die Beine der Bruche zog und an einem Untergürtel um die Hüfte festband. Somit entstanden vollständige Beinkleider. Aus diesem Grund wird auch Hosen gesagt, da es sich hier um zwei Beinlinge handelt. Nachdem die Schnitte der Kleider im Spätmittelalter immer aufwendiger und komplexer wurden, veränderten sich auch die Beinkleider. Man hat das Prinzip der langen Socken beibehalten. Jedoch wurde die Hose bis hoch an die Hüfte genäht und bedeckte mit ihrem revolutionären Schnitt auch das Gesäß und den Schritt. Die Hosen bestanden aus farbiger Wolle und saßen äußerst körperbetont an den Beinen, sodass sie eigentlich wie Strümpfe wirkten. Ein besonderes Merkmal an der spätmittelalterlichen Hose ist der sogenannte Schamlatz. Dieser bedeckte den vorderen Teil des Schritts und wurde mit zwei Nestelbändern an der Hose gehalten. Bei Bedarf kann der Schamlatz durch Lösen der Nesteln geöffnet und auch wieder geschlossen werden. Die Hosen wurden nicht wie beim Vorgänger mit einem Gürtel am Körper gehalten. Unter dem oberen Gewand trug der Mann im Spätmittelalter ein Wams. An diesem sowie an der Hose befanden sich übereinanderliegende Nestellöcher, die die Hose und das Wams miteinander verbanden und damit am Körper hielten. So kann man bei fast jeder spätmittelalterlichen Bildquelle Männer mit äußerst eng anliegenden Hosen erkennen. Was noch ganz interessant ist, in den darauffolgenden Jahren und der Epoche der Renaissance verschwand die Hose gänzlich. Ab hier trugen Männer keine Hosen mehr, sondern richtige Strümpfe, was auch auf vielen Porträts von Adligen zu erkennen ist. So viel zu den Männern, die die Hosen anhaben. Damit war das Spätmittelalter eine kurze Zeit, in der die Hose präsent war. In den Epochen davor und danach wurde sie nicht getragen und kam erst wieder sehr spät in der Geschichte auf. Eigentlich interessant, wenn man sich überlegt, dass die Hose heutzutage ein unverzichtbares Kleidungsstück ist, aber in der Geschichte nur eine sehr kurze Epoche einnahm. Das war's jetzt mit dem Video. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich noch mehr Videos über spätmittelalterliche Mode machen soll. Ich würde mich auf jeden Fall über eure Meinung freuen.